Dankzij voor ons leiden en gezang. En waar we mensen zijn wat God aanbeden doen, niet bloß aan zondag, maar ook der werk. Laatste zondag sagen wir, Gott ist ein großer Gott. Wir sagen, Gott ist groß, aber er will doch Gemeinschaft haben mit uns. Und von der will wir eine Wortheit an sein, was Port von dort ist. Und dort ist dort Gott Es Harscha. Je zijn nog vielleicht in de tijd geweest, wo in je Leben, dat fällt sich so alles te Wort hineinfallen. Oder würden kann sein, alles jetzt uit kontrol. En je fallen je zijn ganz allein. Je fallen je, wo ich diese Zeit durchkomme. Aber von der will wir sein, weil Gott ist groß, genug, dass er Herrscher ist über alles. Er ist König, er ist auf dem Thron. Und er ist in vollen Kontrolle von alles. Und dort ist der Gott, was wir anbeten tun. Und da ist der Gott, woran wir uns vertrauen stellen. Weil wir nachher mal anfangen mit dem Gebet. Großer Gott, wir loben dich. Großer Gott, wir wollen uns vertrauen an dich. Und großer Gott, wir beten von dir, dass du warst. Wir denken an so ein Wort von dir. Hier mal ein schweres Hort sein. Und wir beten dort, du wirst diese Botschaft brücken, um uns trösten, uns anspornen, und dass wir können mit einer vollen Hoffnung die vertrauen. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Ich will von dir anfangen mit Klaus Kapitel 1, der 15. bis den 18. Vers lesen. Und diese Versen geben uns ein Bild, und wer uns Gott ist. Kolosser Kapitel 1, 15 bis 18 sagt es dort. Christus liegt je neben Gott, den wir nicht seinen können. Hier wird durch irgendwas ab ihr gemerkt wird. Hier wird durch irgendwas ab ihr gemerkt wird. Durch mögt Gott alles, was im Himmel und ob ihr gemerkt worden ist, was zu sein ist und was nicht zu sein ist, auf Thronen, Regierungen, Herrschaften und Gewalten. Dort ist alles durch und für gemerkt. Hier wird durch irgendwas gemerkt wird und durch besteht alles. Die Gemeinde ist den Körper und hier ist der Kopf. Von ihm kommt das Leben und er ist der erste Geborene von den Todes, dort er in alles den ersten Platz haft. So diese Versen reden in Klimbet, die reden von wer Jesus ist. Und wir kriegen hier ein klares Bild, wer Jesus ist. Und wir reden in ein paar Werkträgen, wo die Dreieinigkeit, was traf Jesus, traf der Vater, den Heiligen Geist, und es ist eine Dreieinigkeit taub, der traf alle die. So was meint das dann, dass Gott ist Harscha? Oder was ist Herrschaft? So ist ein paar Botschaften hier tun. Hier sind, was Englisch wird, was wie in Kanada, wo einmal wir Englisch reden, dann wir können die vielleicht ein bisschen besser verstehen, wenn wir die englische wird auch weiten. Und Harscha oder Herrschaft ist sovereign, sagen wir in Englisch. Er ist der, was höchste ist über alles. Sovereign ist, dass ein Mensch herrschen wird über alles. Regieren über alles. Er ist der Regierer über alles. Er ist der König über alles. So was ist das, dass Gott ist Herrscher über alles? Hier sind ein paar Wege, wo Gott über alles ist. Wenn wir denken in Klimbet an das Wort Herrscher, uns ist es dann vielleicht klar, das kommt von das Wort Herr. Was ist oder wer ist ein Herr? Ein Herr ist der, was regieren wird über andere. Das wird erst vielleicht mit über 1000 Jahren alt und in Europa besonders, da wir in der Zeit, da wir ein König über alles und dann wir der Herr, wie über die ewigen Menschen regieren. Und hier wir, der Herr, wie der,
wat wir würden gern sein, hij wie der Boss, hij wie in Kontrolle. Wat hij zegt, dat muss sein. Und Gott seine Herrschaft meint, dass er erst in Kontrolle über alles. So, Herrschaft hat zwei Parts. Das hat erst Machtreich und dann Macht. Und ich will ein klein bisschen reden, was ich meine mit dort. Der englische Wort für Machtreich ist das Wort, was wir brauchen, Authority. Und mit dem Wort, es sind viele Dinge mit dem Wort verbunden. Erst ist, dass ein Mensch hat Recht zum Leben oder Recht zum Herr sein. Was ist Gott sein Recht, was ist seine Macht Reich, so dass er kann uns sein, was wir tun sollen. Da habe ich Ferken gesehen, in Dinge wie, wenn wir Dinge wären und wenn die Dinge haben, was ist ein Ding, was Dinge sehr schön geht. In Englisch sagen sie, reden und sagen, you're not the boss of me. Nicht so? Und wenn wir sein in einem Kind, der braucht in einem Kind, wird fertig sein, steht das kleine Kind im Bett Hecker und sagt, du bist nicht der Boss über mich. Nicht so, so wie das Dinge. Aber es ist nicht so fertig, weil wir das Ältere auch dasselbe tun. Du bist nicht Boss über mich, so denk wie in so fertig sei wie dort auch. So was gibt Gott der Recht, zum Macht oder Gewalt über uns haben oder Authority über uns haben. Und dort kommt, wenn er erst erschaffen, er hat alles gemerkt, und wenn er alles gemerkt hat, hat er das Recht, zu sein, Boss über uns sein. Psalm 95, das erste Vers sagt es dort. Kommt, weil wir am Anbeten, er redet von Gott, und fair am Knien, und handfallen fair dem Herrn. Warum? Die uns gemerkt haft. Warum soll wir uns knien für Gott? Gott ist die, was uns gemerkt hat. Ich glaube, wie das Männer, wie gleichen Dinge zu büren, vielleicht früher sagt, uns jeder scheint Dinge taubstellen und Dinge büren und schaffen und Dinge merken. Aber ein Ding, was uns nicht scheint jetzt, ist, wenn wir was merken dann, und dann nehmen Menschen uns dort weg und sagen, die kostet nicht Brücken. Das ist meint. Und das ist eine Ursache, warum uns das nicht scheint jetzt tags tun. Nicht so, wir haben uns dort verdient, dort Geld, und dann müssen wir Geld aufgehen oder die Regierung gehen. Und das geht uns nicht scheint. Wenn wir haben dort taub geschafft, wir haben das gemerkt, und dann, weil wir dort brücken, so ist wir dort wollen brücken. Wenn wir sind die, die das gemerkt haben. Gott hat uns gemerkt, und wenn er uns gemerkt hat, sehr wie für seine ihr in Herrlichkeit hier auf der Erde. In diesem Kolosser Kapitel 1, der Versen, was wir lesen, der 16. Vers sagt es dort, durch mögt Gott alles, was am Himmel und auf der Erde gemerkt worden ist. Was zu seinen ist und was nicht zu seinen ist, auf Thronen, Regierungen, Herrschaften und Gewalten, dort ist alles durch und für gemerkt. Und er redet von Jesus Christus hier. Er sagt hier klar, dort ist durch wir würden gern sein, Jesus oder Gott seht einen Krieg, wo wir sollen gemerkt, und dort wird gemerkt ist, dort ist Krieg so gemerkt, ist Gott dort wohl. Aber er sagt hier auch wieder, er sagt nicht bloß, dass er der Arm gemerkt, er sagt, dass er es vor Arm gemerkt. Wir sind vor Gott gemerkt. Das ist, woran Gott uns merken darf. Was Gott meint mit das ist, dass wir sind für Gott seine Brücke und Gott seine Ehe und seine Herrlichkeit gemerkt. Das ist, woran wir hier sind. Das ja uns dann mit einer Klarheit, woran Gott Harscha ist über uns. Gott ist Harscha über uns, wenn er auf uns gemerkt und wir sind gemerkt vor ihm. Epheser Kapitel 1,
21 Vers sagt es steht. Gott sein Noem als über alle Noemes. Hoch über alle Macht en Gewalt en Kraft en Herrschaften, die durch genannt worden können in dieser Welt, oder in die doch durch noch kämpft. Gott sein Noem als Herrscher. Hij hat een noem wat Herrscher ist, als alle Macht en Gewalt en Kraft en Herrschaften. Wir haben in den States, du hast einen Präsident Donald Trump und wir haben einen Prime Minister Justin Trudeau. Und was immer sie sein, was immer sie wollen, dort fällt mir es einmal aus, dass sie das wollen. Wenn sie haben viel Gewalt, sie haben viel Macht und sie haben viel Kraft. Aber er Nomen ist nicht so hoch, als Gott sie Nomen. Sie haben nicht eine Kontrolle, was gerade ist Gott. Und wir ängsten uns fragen, wo wird das alle uitvallen ans Land? Wo wird das alle schaffen, dass das wird fern uitvallen? Und wir brauchen uns nicht ängsten. Gott seine Macht, Gott seine Kontrolle, als gerade ist der König seine Kontrolle, der Präsident seine Kontrolle und uns Prime Minister hat Kontrolle. Alle dort, alle die Macht, was in Leder haft hij, wenn Gott dort gegeben hat. In der Bibel, sei wie sagen, fertig, das Machtrecht, das Recht zum Leben, das kommt von Gott. Wer ein Leder ist bloß ein Leder, wenn Gott sagt, er kann leben. Wie wir Leder sind, wie wir geschafft haben, wie wir ungewirrt sind, wer wir dort niemals vergeten, dort wir haben bloß die Machtrecht zum Leben, wenn Gott uns dort gegeben hat. Und Gott nimmt Nebuchadnezzar seine Machtrecht weg, sein König recht weg. Und wir können bloß leben, wenn Gott uns dort lässt leben. Wer wir dort niemals vergeten, wie wir in Authority sind. Wenn Gott alle Machtrecht hat, hat er dann das Recht, uns zu sein, was wir sollen tun. Ein Ding, was wir als Eltern nicht legen, und wir sagen, was Kinder hier, und wir wollen ein klein bisschen das andere reden. Uns geht das sehr schlecht, wenn Kinder nicht horchen tun. Nicht so, Eltern? Uns euert das noch ein bisschen bet. Warum ist das? Wir haben die Machtrecht, Gott hat uns die Machtrecht gesagt, so wie wir sollen uns heimleden. Er hat uns dort gegeben, dass wir Weisheit, fragen erst das vierte Karte der Weisheit, aber dass wir können uns heimleden in Sinne weich, dass wir können Gott ehren, mit wo wir leben. Und wir als Eltern probieren unsere Kinder zu leiden, denn wir don't fair sein, wir sein da dit, da dort. Und dann die Kinder, die dann abflieht, nicht uns horchen, uns euer dort. Und das ist nicht wegen, wie wir es wollen, Kontrolle haben. Das ist wegen, wenn wir Dinge wollen von unseren Kindern, wir haben eine Ursache dafür. Wenn wir dort dann übernehmen, wo muss Gott sich dann ordnen, weil er uns fair sein, so seine Kinder, und wir nicht horchen dann. Wie es Eltern können mitfeilen, wo dort sich feilen wird. Gott hat immer eine Ursache, warum er uns welche Dinge sein wird, wie soll das tun. Er hat immer eine Ursache. 2. Korinther Kapitel 10, der 5. Vers sagt es dort. Aber dort, wo Gott uns zum Kämpfen bereitstellt, merkt wir alle Gedanken zu nichts. Und alles, was hoch und fromm uitlaat, aber uns hindert, Gott immer besser kennen zu lernen. Wir nehmen alle Gedanken fast, dass die Christus gehorchen machen. Wir sollen nicht bis Gott horchen, aber wir sollen die Gedanken, die wir haben, wir sollen Gott die Eva geben. Dort unsere Gedanken auch Gott horchen. Ich glaube, wir Menschen, wir haben fetten Trouble mit unseren Gedanken. Wir haben Trouble, unsere Gedanken nur Gott geben und uns ganz Hand geben. Und uns das ausführen in unsere Gedanken, wo wir jeng an sind.
Aber dieser Vers sagt, wir sollen nicht bis dort, was wir tun, sollen wir angeben nach Jesus Christus. Wir sollen unsere inneren Gedanken übergeben nach Jesus. Er sagt, wir nehmen alle Gedanken fast, dort die Christus gehorchen machen. Was geht da wie in das? Was geht, da nehmen wir unsere Gedanken fast zu sein und wir merken unsere Gedanken Jesus Christus gehorchen. Lassen wir unsere Gedanken nicht bis fertig krack durchgehen, wo wir wollen. Dieser Vers sagt uns, wir sollen unsere inneren Gedanken sozusagen festnehmen. Das ist ein bisschen ein Räber, was wohin kommt, den heran, wir sollen den Hänger ran, den festnehmen, den Arm hängen und bringen den Träger nach Jesus. So sind unsere Gedanken. Wir sollen dort festnehmen, dort alles in uns Leben, was ein Hort ist, was wir tun und was unsere Gedanken sind, so wie unser Gott seine Macht bringen. Gott hat nicht bis der Reichtum leben, er hat nicht bis der Reichtum ans Haar sein, er hat auch die Macht, die Kraft, um dort tun, dort er leben wird. Sie ist ein Unterschied zwischen Kraft haben und Machtreich. Und in Englisch, wie wir sagen, das ist ein Unterschied zwischen Authority und Power. Authority ist den Reichtum leben, Power oder Macht ist die Kraft zum Leben. Wir wollen ein Beispiel bringen. Wenn wir in eine Stadt fahren, die sind Lichter, rot, geel und grün, nicht? Rot meint, wir sollen stillhalten. Haf dort Licht, das Macht reicht, um uns sein, dass wir stillhalten sollen. Wir würden sagen, ja, dort haft. Haf dort Licht, der Macht, um uns merken, stillhalten. Der Licht hat seine Kraft nicht. Gott hat beides, der Macht reicht, um uns sein, wir sollen dort tun. Und er hat auch die Macht, um uns merken, dort tun. Und Gott hat die Macht, zum tun, was er will haben soll tun, dort hat Gott gaunz. Die Bibel lehrt uns dort, das größte Ding, die größte Person, die Person mit der größten Kraft, was Gott merken wird, wir nicht stark genug, um Gott kommen. So tun wir perfekt gemerkt. Haben wir einen Engel im Himmel und haben wir hochgehoben über alle ordene Engel. Und wenn so tun, wo jenen Gott gehen, in jenen Gott seine Machtreich gehen, was tut Gott? Gott schmeißt ihm von Himmel rüt. Und so tun es ganz unser Gott seine Kontrolle. Gott hat nicht bis die Macht reicht, um uns Leben in uns Leben, aber Gott hat auch die Macht, um uns Leben so anrechnen, dass alles wird ausfallen für seine Ehe und seine Herrlichkeit. Port von der Macht und Port von der Reichmacht ist, dass Gott wird gerieren über alles, was er gemerkt hat. Die Bibel lehrt uns, dass Gott dort unser Städten, was er gemerkt hat. Hebräer Kapitel 1, der 3. Vers sagt es steht, die sehen, strahlt die Herrlichkeit von Gott aus, dem er in sein Ort en Wes en Genev likken. Der seine Krafen gewurt, draagt en ongeheld hij alles wat du is. Hij heeft ons van zijn zinnen gereinigt en zich bij den reichen Hand van den Majestät in Himmel gesaat. Dat sagt hier, durch sein Wort, dat hij alles ongehouden. Hij ongeheld alles wat du is. Du is nichts, wat wonen dat, wat nicht ongeheld is van Gott. Du is nicht ein Sturm, du is nicht ein Erdbeben, du is nicht eine Überschwemmung, wat nicht unter Gott seine Kontrolle ist.
alles als unser Gott in Kontrolle. Gott geriert ever keinig, so die keinig wat leven, die sind stark, die sind unser Gott in die Welt. Jeremia Kapitel 18, das ist der Vers, redet ein klein bisschen, weil die Israeliten wir unser Gott seine Macht. Und in Daniel redet er auch von der König, was in Assyrien war. Er hat den Deug und die Jorn stehen in seiner Macht. Er stellt ein König zu sehen und stellt ein anderer an. Er hat der Weise Weisheit gegeben und der Verständige Erkenntnis. Er sagt keines zu sehen und er stellt andere an. Gott hat all Macht und er hat alle Kontrolle. Nichts passiert in unserer Welt, ohne dass Gott dort lässt. Wir sehen noch, dass unser ganzes Leben sind in Gott seine Hände. Ich glaube, das ist für uns beide als ein Trost. Und wie wir wollen Gott jängen stehen. Ich glaube, wir müssen dort verstehen, dass Gott ist in Kontrolle. Gott ist in Kontrolle. Gott wird nicht lassen wollen, was nicht in seinem Plan ist. Hier in Kapitel 14, der 5. Vers sagt es das. Einem seiner Dinge sind im Verrüt bestimmt. Und du weißt, wie lange einer lebt. Du hast die Grenzen gesagt. Ewa die einer nicht geht. Wir können das nicht verstehen, warum Menschen jung sterben dann. Wir können nicht verstehen, warum welche Menschen alt werden. Und wir würden gerne sagen, warum lässt Gott diese alt werden? Dann sind die Jüngere, die sterben dann. Und wir wundern, die haben so ein fallen Leben für sich. Aber unsere Leben sind alle in Gott seine Hände. Und dann in Kolosser Kapitel 1 lesen wir dort, Jesus Christus als der Kopf über die Kirche. Dort, was Gott will, dort wird worden in der Kirche. So würden wir das dann verstehen, dass Gott über alles ist, aber doch, du hast Sinn, du hast Fehler, du hast alle Sachen, was diese Welt angehen wird, was wir weiten als klar nicht in Gott sein wollen. So denken wir. Ich glaube, hier ist es wichtig, dass wir verstehen, du hast einen Unterschied zwischen Gott sein Plan, Gott sein Willen und Gott sein Verlangen. Und ich weiß, die sind ohne Wert, was einer Brücken kann von diesem Thema reden. Aber ich glaube, das ist gut, dass wir diese drei Dinge verstehen. Erstlich, Gott sein Plan. Was ist Gott sein Plan? Gott sein Plan ist dort, was er planen wird, bestimmen wird und das wird passieren. Dort, was Gott planen wird werden. Wenn Gott sein Plan ist ewig, Gott hat alle Macht, dort, was Gott sagt, soll werden, dort wird immer. Das wird nicht ändern. Und Gott sein Plan braucht das nicht ändern, wenn Gott ist ewig. Gott wird nicht einen Tag abwarten und sagen, oh, das hatte ich mir nicht immer gedacht. Nu wollte ich noch schwimmen, meinen Plan ein klein bisschen ändern. Gott sein Plan ist für alle Ewigkeit sein Plan. Und was Gott plant, wird. Sprecher Kapitel 16, der 4. Vers sagt es dort. Der Herr hat alles in seinen Gauden Denken getan, sogar einen Gerechtstag für die Gottlose bestimmt. Und wieder Sprecher Kapitel 19, der 21. Vers sagt es dort. Das Menschenhort kann viel planen, aber bloß den Herrn sein Rot wird bestehen. Bis dort, was Gott plant, wird bestehen. Wir fragen also nicht, dass diese Menschen uns Plan ändern dann. Wir sagen, wie wollen. Und dann hast du vielleicht ein paar Dinge wieder und dann sagen wir, na, vielleicht wollt ihr das doch nicht so tun. Gott sein Plan ändert nicht. Und was Gott plant, wird immer. Der zweite Punkt ist, dass Gott hat einen Willen. Gott hat einen Willen für uns. In Englisch sagen sie, Gott hat einen revealed will.
Dit is wat Gott sagt, wir sollen tun. So dat is een klein beetje anders is Gott zijn plan. Zum Beispiel, Micha Kapitel 6, der 8. Vers steht, aber Mensch, hij heeft die weten laten, wat Gott is en wat de Herr von die verlangt. Zij nom rechten, kom allemaal weiter en leef in den anderen op. En blijf truhartig, lieftallig en demutig voor Gott, durch dort leven. Wenn wir würden sagen, das ist Part von Gott sein Plan, dann würden wir machen sein, dass Gott sein Plan ist wirklich nicht sehr stark. Aber das ist Gott sein Willen. Das ist dort, was Gott sagt, wir sollen tun. Und dann gibt Gott uns die Freiheit, um dort nur tun, was er sagt, wir sollen tun. Apostelgeschichte, Kapitel 17, der 3. Vers steht, Gott hat die Zeit über seinen, als zij am nicht kennen. Nu aber verlangt hij alle Menschen, alle Wegen zu kehren. So dit is Gott zijn Willen. Wie sollen dit tun? Wir würden gerne mit einem Beispiel erklären. Unsere Regierung sagt, wir sollen nicht Bus fahren, das 60, 80, 100 Kilometer die Stunde, wo einmal wir fahren. Dort ist Willen für uns. Aber ist dort möglich, dass wir stärker fahren, als was sie verlangen von uns? Sicher. Aber wenn die Polizei würde uns wie man stellen haben, wir die Polizei machen, er würde uns nicht freilassen gehen, wegen, wir würden sagen, na, ich kann Bus fahren. Wenn ich kann Bus fahren, sei ich nicht verantwortlich, wenn ich Bus fahren darf. Das ist unsere Schuld, dass wir stärker fahren dürfen. So ist es auch für so, was Jesus nicht annehmen darf. Johannes Kapitel 3 lehrt uns, dass wir sind verloren. Und wir sind verloren, wenn wir sind Sünder. Und wir gehen verloren, warum? Wenn wir glauben nicht an Gott sehen, der was er vorher geschickt hat, um uns zu retten. Gott sein Willen ist, dass wir alle kommen zum Glauben. Wie wir nicht zum Glauben kommen, wollen ewig verloren gehen. Und der zweite Part ist, Gott seine Verlangen. Gott hat einen Plan, Gott hat einen Willen, dort was wir sollen tun, und er lässt uns die Freiheit zum Entscheiden. Und dann Gott hat ein Verlangen. Und das ist, wo wir können sein, bitte verstehen, das ist, was Gott feiern wird. Zum Beispiel, 2. Petrus Kapitel 3, der 9. Vers, sagt es dort, er hat bloß Geduld mit Jünd, wils hij, dat alle man sich abmerken soll, und dat keiner verloren geht. Gott sein Wunsch ist, dass jeder einer wird zum Glauben kommen. Und ich glaube, wie wir Eltern sind, wir würden das gerne mit Dollar verstehen. Wir haben einen Wunsch, wir haben ein Verlangen, dass unsere Kinder abrechtig leben tun. Wir haben einen Wunsch, dass unsere Kinder wollen Jesus annehmen. Das ist unser Wunsch. Aber das meint nicht, dass das passieren wird, wenn die Hand in ihren Kraft eine Entscheidung machen. So, das hat mir nur geholfen, um zu verstehen, wo ist das, dass Gott in vollen Kontrolle ist. Und doch, dort, was passiert, stimmt nicht einmal mit, was Gott will haben, so passieren. So, Gott hat einen Plan, Gott hat einen Willen, und dann Gott hat Verlangen oder Falling, was er wünscht wird worden. So, was tun wir dann mit dieser Botschaft? Was tun wir mit dieser Wortheit? Erste Ding, was ich gleich wir sollen annehmen, und das ist das. Gott ist in Kontrolle. Wir brauchen uns nicht ängsten. Wir brauchen uns nicht fürchten. Wir brauchen nicht in Zweifel sein und wundern, was wollen, was muss das schlechtet gewinnen? Gott ist in Kontrolle. Gott ist Harscha. Gott ist König über alles.
Alles als Part von Gott sein Plan, was passieren wird. Aber ich will uns auch von dir ermutigen. Gott hat auch sein Willen offenbart nach uns. Er hat uns Kraft gesagt, was wir tun sollen. Gott hat uns gemerkt, sodass wir ewige Gemeinschaft haben mit ihm. Er hat uns die Freiheit gegeben, zu entscheiden, wer wir dort noch fallen oder wer dort nicht. Und wenn je von dir hören dann, und je hat je noch nicht gegeben nach Jesus Christus, und je so wieder leben dann, dort ist nicht Gott seine Schuld, dort je nicht die Gemeinschaft haben mit Gott. Ich würde ihn von dir ermutigen, gib ihn Hand nach Jesus Christus. Raut Jesus Christus an, so dort je kann dort ewig leben haben, wo der Jesus Christus kommen wird. Ich will von dir schließen mit Jesaja Kapitel 41, die 10. Vers lesen. Sagst es dort. Ängst die nicht. Willst ich sie mit dir. Fürcht die nicht. Willst ich sie dien Gott. Ich will die stark merken. Ich will die helfen. Und ich will mit meiner rechten Hand, wo ich die Höllen anbewahren. Wir wollen schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, wir wollen von dir die anbeten, wenn du bist in Kontrolle. Nichts passiert, bitte, was du geplant hast. Und Gott, du hast uns von dir geraubt. Den Willen ist, dass wir sollen alle die Entscheidung merken, Jesus anzunehmen und für ihn zu leben. Gott, ich bete, wenn du von dir sind, was das nicht getan haben, was sich nicht angegeben haben, nicht unter Gott seine Kontrolle gesagt. Gott, ich bete, dass du uns von dir rühren, dass wir das von dir können. Wir wollen uns auch hingeben an dich, dass wir wollen uns hingeben, dass du uns leiden. Wir beten das in Gottes großen Namen. Amen.